Hallo, hier ist der Baufuchs. Vor circa 3 Jahren habe ich diese Feuerstelle gebaut und seitdem habe ich einige Lagerfeuer dort drin gemacht. Wer sich das Video vom Bau noch einmal anschauen mag, der darf gerne auf die Infokarte klicken, die gerade oben rechts eingeblendet wird. Durch Hitze- und Witterungseinflüsse hat sich die Feuerstelle im Laufe der Zeit natürlich verändert und es sind deutliche Gebrauchsspuren zu erkennen. Stellenweise hat sich der Granitstein verfärbt oder der Mörtel ist gerissen. Wie in einigen kritischen Kommentaren erwähnt wurde, ist der Granit durch die Hitze aber nicht geplatzt und nach wie vor in einwandfreiem Zustand. Mir persönlich machen diese Veränderungen aber nichts aus. Mittlerweile wirkt sie urig und entwickelt einen eigenen Charakter. Inwiefern sie sich aber zum Beispiel durch einen Hochdruckreiniger säubern lässt, seht ihr später im Video. Zur Drainage hatte ich damals ein PVC-Rohr vergraben. Das ist definitiv keine professionelle Lösung. Umso mehr hat mich interessiert, wie es sich in den letzten Jahren unter der Hitzeeinwirkung verändert hat. Nach etwas Graben kommt es zum Vorschein. Man erkennt, dass die oberen 5 bis 10 mm des Rohres angeschmolzen sind. Der Rest ist aber noch intakt. Auch hat sich etwas Sand und Asche in die Steine eingewaschen. Hier wäre ein Bodenaustausch mit grobem Schotter sicher sinnvoller gewesen. Der Grund, die Feuerstelle im Boden zu versenken, war, sich so eine Mähkante zu schaffen, um mit dem Rasenmäher weiterhin das Gras gut abmähen zu können. Im Video könnt ihr sehen, dass es hervorragend funktioniert und der Rasen schön an die äußeren Steine angewachsen ist. Das würde ich beim nächsten Mal definitiv wieder so machen. Um die Frage zu beantworten, ob man die Verfärbungen an den Granitsteinen einfach mit dem Hochdruckreiniger beseitigen kann, habe ich den Versuch gewagt. Mit einem semi-professionellen Heimwerkergerät habe ich die Steine aus dichter Entfernung besprüht. Leichte Verschmutzungen konnten so entfernt werden. An einer anderen Stelle habe ich es auch mit einer Turbodüse probiert. Trotz der über 100 Bar Wasserdruck hat sich nicht viel getan. Ob oder inwiefern sich die Feuerstelle mit chemischen Reinigern säubern lässt, habe ich nicht ausprobiert. Nach diesem Review hat sich für mich herausgestellt, dass man sich darüber im Klaren sein sollte, dass die äußeren Einflüsse ihre Spuren an den Steinen hinterlassen. Für wen das ein größeres Problem darstellt, der sollte sich überlegen, ob er wirklich diese Art Feuerstelle bauen möchte. Meiner Meinung nach wird das Ambiente dadurch nicht getrübt und es lässt sich abends am Lagerfeuer noch immer herrlich entspannen. Für Anregungen und Kritik bin ich immer offen, schreibt mir dafür einfach etwas in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, bin ich auch über einen Daumen nach oben sehr dankbar. Das war's von mir, euer Baufuchs.